Hallo und herzlich willkommen zur 7. Ausgabe von VR Aktuell, der News-Sendung rund um die Virtual Reality hier in der Zockstube. In diesem Format möchte ich euch wichtige News aus der Welt der Virtual Reality kurz und knapp zusammenfassen, sodass ihr auf der einen Seite top informiert bleibt und andererseits Zeit spart, weil ihr keine stundenlangen News-Sendungen schauen müsst, sondern ich euch hier die Neuigkeiten kurz und knackig präsentiere. In dieser Woche haben wir wieder einige spannende Neuigkeiten, zum Beispiel die Reaktion der Entwickler auf den Performance Boost der MetaQuest 2, die Weiterentwicklung der Reprojection der PSVR 2, sehr gute Nachrichten für die Pico 4 Nutzer und vieles mehr. Interessiert ihr euch darüber hinaus für Headset-Vergleiche, beispielsweise Pico 4 vs Quest 2 oder Quest 3 vs Pico 4, Quest 3 vs Quest Pro, dann solltet ihr auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben, denn in der Endkarte verlinke ich euch meine Playlist zu den Versus-Videos. Und jetzt lasst uns keine Zeit verschwenden und loslegen. OpenXR für die Mixed Reality. Die MetaQuest 3 wird im Herbst veröffentlicht und soll fortschrittliche Mixed Reality Erfahrungen ermöglichen. Meta setzt auf diese Technologie, um alltagstauglichere Spielerfahrungen zu bieten und neue Kunden zu gewinnen. Unity hat kürzlich ein Meta OpenXR Paket veröffentlicht, das experimentelle Unterstützung für Quest-Headsets bietet und Funktionen wie Pass-Through, Oberflächenerkennung, Raycasting und Raumanker unterstützt. Bestehende Beispielprojekte wurden aktualisiert, um den Einstieg in die Entwicklung von Mixed Reality Apps für Meta zu erleichtern. Wer Mixed Reality Anwendungen für die Quest entwickeln möchte, muss sich mit Metas Presence-Plattform vertraut machen, die alle wichtigen Mixed Reality Schnittstellen enthält. Dann kommen wir zu den Reaktionen der Entwickler auf den Performance Boost der Quest 2. Mit dem bereits erschienenen Firmware-Update 55, was ich euch dort vorstelle, bekommt die MetaQuest 2 eine deutliche Leistungssteigerung. Die CPU-Leistung der MetaQuest 2 und der MetaQuest Pro werden um bis zu 26% und die GPU-Geschwindigkeit der Quest 2 um bis zu 19% erhöht. Bei der MetaQuest Pro steigt die GPU-Geschwindigkeit um 11%. VR-Entwickler, die das Update im Rahmen des Beta-Tests bereits ausprobieren konnten, sind von der verbesserten Performance beeindruckt. Zusätzlich zur gesteigerten CPU- und GPU-Leistung führt Meta ein neues Feature namens Dynamic Resolution Scaling ein, das die Renderauflösung der VR-App automatisch erhöht, abhängig davon, wie stark die GPU beansprucht wird, ohne die Bildrate zu beeinflussen. Es wird erwartet, dass das Update 55 bereits in der kommenden Woche an viele Nutzer ausgeliefert wird. Das Video dazu habe ich euch, wie gesagt, schon hier in der Zockstube zur Verfügung gestellt. Schaut euch dafür einfach mal um. Walkabout Minigolf DLCs für die Pico 4. Das ging ja schnell. Das Entwicklerstudio Mighty Coconut hat bekannt gegeben, dass alle DLC-Kurse von Walkabout Minigolf für Pico 4 VR-Brillen erscheinen werden. Lucas Martel, der CEO von Mighty Coconut, äußerte seine Freude darüber, den umfangreichen Kurskatalog den Pico-Spielern in Europa und Asien zur Verfügung zu stellen. Allerdings wird es für eine Nutzung in Europa keine Option geben, die Kurse als Bundle zu erwerben. Diese Möglichkeit bleibt nur Nutzern in China vorbehalten. Ein Veröffentlichungsdatum ist allerdings noch nicht bekannt. Weiter geht's mit der PSVR 2 Reprojection. Sony plant, die Rendertechnik Reprojection, die von der PSVR 2 verwendet wird, zu verbessern. Diese Technik wird zur Berechnung künstlicher Zwischenbilder genutzt, um die Bildwiederholrate in VR-Spielen von 60 auf 120 Bilder pro Sekunde zu erhöhen, ohne die Performance zu beeinträchtigen. Kritiker haben jedoch über Unschärfe und Übelkeit aufgrund von Reprojection geklagt, was Spiele, die auf Reprojection verzichten, inzwischen zu einem regelrechten Verkaufsargument gemacht hat. Selbst mir ist während eines Livestreams beim PSVR 2 Zocken so schlecht geworden, dass ich abbrechen musste. Der Produzent des VR-Spiels Hubris, Cohn von Steen, ließ auf Reddit durchblicken, dass Sony an Verbesserungen dieser Technik arbeitet. Zudem hat das Studio die PC-VR-Version von Hubris für die PlayStation VR 2 in grafischer und spielerischer Hinsicht verbessert, mit einer schärferen Auflösung und Verbesserungen in der KI und dem Soundtrack. Diese Verbesserungen sollen auch für die PC-VR-Version bereitgestellt werden. Hubris ist ganz frisch am 22. Juni für die PlayStation VR 2 und MetaQuest 2 veröffentlicht worden. Virtual Reality schon ab 10 Jahren? Meta plant das Mindestalter für den Gebrauch des VR-Headsets der MetaQuest in den USA von 13 auf 10 Jahre zu senken. Dies wurde in einem Blogpost des Unternehmens angekündigt.
Eltern können zukünftig elterlich verwaltete Meta-Konten für ihre 10- bis 12-jährigen Kinder einrichten. Diese Änderungen sollen den Kindern Zugang zu altersgerechten Inhalten ermöglichen. Meta versichert, dass die Kontrolle der Inhalte bei den Eltern liegt und dass eine zeitliche Begrenzung eingerichtet werden kann. Kritiker hingegen befürchten, dass die Auswirkungen von VR-Brillen auf Kinder noch nicht ausreichend erforscht sind. Insbesondere wird kritisiert, dass das Sehvermögen bei Heranwachsenden erst im Jugendalter vollständig entwickelt ist, was die Nutzung von VR-Headsets für jüngere Kinder potenziell problematisch macht. Meta wurde zudem kritisiert für sein Engagement im Kinder- und Jugendschutz, insbesondere in Bezug auf die Auswirkungen seiner Plattform auf die psychische Gesundheit von Jugendlichen. Insgesamt ist das hier aber wahrscheinlich kein Problem der Virtual Reality, sondern des Gamings allgemein. Insgesamt fällt mir auf, dass man bei der VR-Entwicklung viele Probleme sieht, die man schon längst gehofft hat, vergessen zu können. So lese ich in vielen Kommentaren häufig, wie unverständlich es sei, dass die Quest 3 beispielsweise nicht mit einer SD-Karte im Speicher erweitert werden kann. Oder ich erinnere mich noch daran, wie meine Oma mir immer gesagt hat, ich soll nicht so lange zocken, weil ich eckige Augen bekomme. Oder wie empfindet ihr das? Sind das berechtigte Punkte? Kann VR wirklich mehr schaden als normales Gaming? Oder ist es die alte Debatte nur jetzt einfach wieder aufgewärmt? Schreibt mir doch mal dazu eure Meinung in die Kommentare. Und das waren die wichtigsten VR-News der Woche. Wenn ihr VR aktuell mögt, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke anzumachen, um auch künftig keine Updates zu verpassen. Hinterlasst mir außerdem einen Kommentar zu den News dieser Woche, was ihr darüber denkt und was ihr gerne in der nächsten Ausgabe von VR aktuell hören möchtet. Auf der rechten Seite findet ihr mein Versus-Format, in dem ich die beliebtesten und interessantesten VR-Headsets miteinander vergleiche. Das Video auf der linken Seite wird euch vom allmächtigen YouTube-Algorithmus angezeigt. Wenn euch dieses Video gefallen oder geholfen hat, lasst mir doch ein Däumchen oben da. Vielen Dank an meine Patreons, ohne deren finanzielle Unterstützung Videos in dieser Qualität gar nicht möglich wären. Ciao Leute!